Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Heute habe ich eine ganz besondere Videoreihe für euch, also die heute startet, und zwar eine Reihe über Thailand. Ich war jetzt schon das 3. Mal in Thailand im Urlaub und ich muss euch einfach nur sagen, Thailand ist mein absolutes Lieblingsurlaubsziel. Es gibt kein Land, das mich bisher so begeistert hat und ich habe schon viel gesehen. Und dieses erste Video meiner Thailand-Reihe, ich weiß nicht, warum ich das bisher bei den anderen Thailand-Urlauben nicht gemacht habe, denn ich habe jedes Mal total viel eingekauft. Aber diesmal dachte ich mir, ich mache das jetzt für euch, damit ihr auch mal seht, was es da so zu kaufen gibt oder was die Sachen da auch so kosten, denn es ist wirklich fantastisch. Also ein Shopping-Paradies. So, wir haben Kokosnussbesteck gekauft. Das hier ist Kokosnuss-Salatbesteck. Sieht total toll aus. Ihr kennt ja bestimmt Olivenholzbesteck, aber dieses Kokosnussbesteck ist ähnlich gut, finde ich. Wir hatten das schon mal vor 4 Jahren, waren wir das erste Mal in Thailand, hatten wir uns auch schon sowas mitgenommen. So ein Set. Bei der Gabel sind dann, weil wir es in die Spülmaschine gepackt haben, sind dann irgendwann hier 2 Zacken rausgebrochen. Aber sonst ist da nichts passiert. Also wenn man das überhaupt nicht in die Spülmaschine tut, dann halten die ewig. Die Löffel, die wir da haben, wir haben da auch noch kleinere Löffel, die verwenden wir wirklich fast täglich und waschen die und auch in die Spülmaschine und die sind immer noch wie neu. Also das ist echt eine tolle Qualität und ich finde die total schön, weil die so eine schöne Maserung haben. Und die gibt es da irgendwie überall zu kaufen. Also das waren jetzt 3 Sets, weil eins haben wir schon in der Küche in Benutzung und für diese 3 Sets haben wir dann 3 Euro, 3,50 oder so bezahlt. Also es ist echt super günstig, wenn du mal bei uns schaust auf ein Tollwut oder irgendwo auf so Märkten, was so Holzbesteck tatsächlich kostet. Ja, dann ein Mitbringsel für meine liebe Freundin Tara. Das ist ja ein Kühlschrankmagnet und das ist ein kleines Tuk-Tuk, weil ja, sie hat sich so einen Magneten gewünscht, weil sie sich gerne immer Sachen am Kühlschrank hinpinnt mit so Magneten. Da habe ich mich für das Tuk-Tuk entschieden, weil es einfach typisch ist, weil da in Thailand überall die Tuk-Tuks rumfahren. Und ja, ist doch ein kleiner, süßer Gag. Sowas kostet dann 20 Cent um den Dreh. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt. Also wer noch nicht in Asien war, der kennt die wahrscheinlich nicht. Das sind, ja, wie soll man das sagen, so Schnüffelstäbe. Und das sind so nasale Inhalatoren, die so wirklich nach Eukalyptus oder Pfefferminze oder was weiß ich, so ein bisschen wie Vic Vaporub riechen. Und jeder Thai hat so ein Teil immer bei sich dabei. Und wenn man ins Taxi steigt, dann hängen, also manchmal stecken die sich das auch einfach so in die Nase rein, lassen es dann so drin hängen und fahren Taxi oder keine Ahnung. Und die riechen echt extrem. Also ich würde es mir auch nie so ganz in die Nase reinstecken. Mir reicht es, wenn ich das wirklich so auf die Entfernung hinhalte, weil die wirklich so extrem riechen und so ätherische Öle eben ausstrahlen. Das ist ganz gut, wenn man ein bisschen verschnupft ist oder wenn die Nase nicht ganz frei ist, weil damit kriegt man sie definitiv frei. Da hatte ich mir vor 4 Jahren auch schon mal eins mitgenommen. Und da ich das ja nicht verwende, wenn ich gesund bin, sondern tatsächlich nur, wenn ich ein bisschen verschnupft bin, reicht es mir immer noch. Da ist immer noch was drin, es riecht immer noch total frisch. Und jetzt habe ich als Mitbringsel für verschiedene Leute, habe ich hier mehrere von denen mitgebracht. Und eins von denen kostet 10 bis 13 Baht und 40 Baht sind 1 Euro. Dann habe ich eine Kokosnussschale gekauft, die innen ein Mosaik drin hat und die hat noch einen kleinen Elefanten da reingebastelt. Ich finde es total schön. Das ist auch ebenmäßig und ganz glatt und das sind so Perlmuttteile da drinnen. Ja, man sieht, es glänzt total schön. Und du siehst ja auch, wie groß die ist. Das heißt, so groß wie mein Kopf, also die ist riesig und ist in eine Kokosnuss so eingesetzt. Davon haben wir 3 gekauft. 2 waren als Mitbringsel für unsere Eltern, also für meine Mama und für die Mama von meinem Freund. Die haben mir denen schon gegeben, deswegen habe ich die jetzt nicht mehr, aber die haben ähnlich ausgesehen. Und eine Schale davon hat, glaube ich, so um die 4 Euro. Also die waren jetzt nicht ganz so billig, aber wir haben sie trotzdem mitgenommen. Die haben sich auch nicht handeln lassen bei diesen Schalen, weil die tatsächlich, also ja, das ist Arbeit und das zahle ich ja dann auch gerne. Aber man probiert es ja doch immer, dass man vielleicht noch ein bisschen was raushandeln kann. Ja, dann haben wir was gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar haben wir auf einem Markt
so eine Bassbox gekauft. Ich kaufe auf solchen Straßenmärkten nie Elektrogeräte, weil ich immer Angst habe, dass es dann doch nicht funktioniert oder wie auch immer oder gleich kaputt ist. Aber ich konnte nicht umhin, jetzt hier diese Bassbox mitzunehmen, weil die hatten das halt an allen möglichen Ständen, haben es dann ausprobiert und die hat sich echt gut angehört und hört sich nach wie vor gut an. Der hat uns das live vorgeführt. Und dann dachten wir uns, komm, da ist nicht viel kaputt. Wir haben 900 Baht bezahlt und es sind ungefähr 22,50. Also jetzt, wenn man einen Kurs von 40 Baht für 1 Euro bekommt. Oben ist es so ganz abgeflacht, so ein bisschen touchmäßig. Hinten hat es mehrere Anschlüsse und ich muss sagen, ich bin da total zufrieden mit dieser Box, weil die wirklich einen tollen Sound macht. Für unsere Terrasse haben wir die jetzt vorwiegend gekauft, auch mal für die Küche, wenn man in der Wohnung rumläuft und wir haben halt nur eine Anlage im Wohnzimmer und dann ist sowas echt praktisch und das funktioniert über Bluetooth, habe ich noch gar nicht gesagt. Also über Bluetooth kann man sich mit dem Handy da einfach mit der Box verbinden und kann da Musik abspielen. Ich hatte bisher keine Bluetooth-Bassbox, deswegen bin ich darüber total froh, denn immer das Handy dann über Klinkenkabel anschließen, dann liegt das Handy wieder da vorne, man sitzt auf der Couch und kann das Lied nicht weiterschalten, das ist total schlecht, ist gerade das da läuft. Und deswegen finde ich so, über Bluetooth finde ich, ist es echt eine tolle Sache. Ja, dann waren wir auch auf einem Markt, wo es Essen gab. Da gibt es ja in Thailand auch Unmengen Märkte. Da habe ich Thai-Currys gekauft. Die habe ich jetzt schon in Gläser verpackt. So wurden die hier am Markt verkauft. Das ist jetzt ein 100 Gramm Beutel oder ein 200 Gramm Beutel. Ne, genau, 100 Gramm und die sind alle 200 Gramm. Und wer Currys liebt, für den wäre das ein Paradies gewesen. Also das war ein Stand und der hatte alle möglichen Currys in allen Geschmacksrichtungen. Und da habe ich dann gleich zugeschlagen. Also das sind jetzt nur ein paar davon. Ich habe rotes Curry, grünes Curry, gelbes Curry, Kokosnuss-Curry und noch irgendwas. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also diverse Currys. Und das sind so Pasten, die man dann einfach mit Kokosmilch anrührt und Reis dazu und Hühnchenfleisch zum Beispiel, um sich so ein geiles Curry zu kochen. Und bei uns gibt es die ja auch im Asienladen oder so, aber die hier, also mein Kühlschrank ist jetzt voll mit Currys, weil ich noch vom Asienladen noch welche übrig hatte, aber die hier aus Thailand, die schmecken halt so, wie sie wirklich schmecken sollen. Unsere, auch wenn du grünes Curry von unserem Asienladen mit dem vergleichst, es schmeckt einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das aus Thailand schmeckt tausendmal besser. Und so 200 Gramm von diesem Curry haben 20 Baht gekostet. Das sind 50 Cent. Also das ist unglaublich. Das ist einfach fantastisch. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob die das im Koffer überleben, aber es hat alles geklappt. Aber das, was ich jetzt habe, das reicht mir bestimmt ein Jahr. Bis zum nächsten Asienurlaub reicht es mir auf jeden Fall. Und dann kann ich wieder einwecken. Ja, dann habe ich auch Klamotten gekauft. Wie sollte es anders sein? Zuerst einmal Flipflops. Das sind die hier. Die habe ich mir gleich am ersten Tag gekauft, weil die mir auch so gut gefallen haben. Da habe ich 4 Euro gezahlt. Das war ein bisschen überteuert, habe ich dann festgestellt, weil mein Freund hat dann letztendlich welche gefunden für 60 Cent. Also nicht immer beim Erstbesten dann gleich kaufen. Und dann habe ich ein paar T-Shirts gekauft. Also das ist jetzt so ein Tanktop. Ganz normal, aber ein wunderschöner weicher Stoff. Und jedes T-Shirt davon hat 100 Baht gekostet. Was irgendwie 2,50 Euro sind. Um den Dreh. Und das ist hier so geschnitten. Und da muss man echt sagen, die Thais verkaufen da echt stellenweise richtig hochwertige Sachen. Also das fühlt sich wirklich richtig toll an. Wenn man da jetzt Mango draufschreiben würde, würde ich das auch glauben. Also definitiv. Jetzt kommt mein Highlight und das ist dieses gehäkelte Top. Das ist total schön, weil das kann man sich einfach über so einen Tanktop so drüber ziehen oder auch so einfach über ein Bikini. Es ist hier so ein bisschen weiter geschnitten an den Achseln und einfach total hübsch. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Dafür habe ich 5 Euro gezahlt. Die wollte sich auch nicht weiter handeln lassen. Aber auch 5 Euro für dieses Top ist einfach ein grandioser Preis. Denn bei uns zahlt man für so einen Top viel mehr. Ich habe mir die schon öfters angeschaut. Und auch in Mallorca, wo ich öfters im Urlaub bin, habe ich schon öfters geschaut. Aber da sind die auch so teuer. Und dann war ich jedes Mal so geizig, weil ich nicht wusste, ach, das kannst du eh nicht so oft anziehen. Nur im Sommer und dann noch ein paar Tage und so. Und jetzt habe ich zugeschlagen.
Das sind die Tops, die ich mir gekauft habe. Ein letztes, das war hier so ein Vierer-Set von so kleinen Täschchen. Eins habe ich schon als Mitbringsel verschenkt. Eins habe ich selber jetzt in Benutzung. Und die zwei kriegen noch meine Schwestern. Also die müssen die auf jeden Fall kriegen, bevor dieses Video online kommt. Ich habe es jetzt einfach vergessen die ganze Zeit. Und die sind total hübsch. Da haben 4 Stück 120 Baht gekostet. Ja, und das sind so kleine Täschchen, die kann man dann, ich finde es immer ganz gut, wenn man auf Reisen ist, um so die Urlaubskasse so unterwegs mit sich ein bisschen Geld einzupacken oder auch für die Haushaltskasse oder für ein bisschen Schminke. Also ich finde so kleine Täschchen gehen immer und die sehen echt total hübsch aus. Hier sind noch so Elefanten drauf. Sehr, sehr süß und sehr hübsch mit einem goldenen Anhänger. Ja, das war's von meiner Thailand Shopping Haul. Schau doch gleich nächsten Freitag in mein nächstes Thailand Special Video rein und dann bis dahin, ich freue mich. Schönen Freitag noch.